Ich habe immer gemocht, in Kenia bunte Klamotten anzuziehen. Dann ich kam hier in Deutschland, es war Winter und jeder hat immer dunkle Sachen getragen. Und ich war der Einzige auf der Straße mit der lilane Hose. Also das war auch andere Kulturschock. Ich heiße Moses Gedinji, ich komme aus Kenia und ich befinde mich jetzt im 5. Semester in der Hochschule Rhein-Main und ich studiere Maschinenbau. Als ich nach Deutschland kam, also mein erster Tag, also mir wurde von anderen Kenianern empfangen am Flughafen, dann direkt in S-Bahn. Ich wusste nicht, dass das S-Bahn, also das war damals S8. Und sind wir erstmal durch die Tunnel gefahren und ich dachte mir, warum fahren wir jetzt in der Dunkelheit? Aber dann auf einmal nach ein paar Minuten waren wir wieder auf dem Land. Normalerweise in Kenia, wenn man fährt, egal wo man fährt, man sieht immer Häuser daneben, beziehungsweise Menschen, also die entlang der Straße laufen, beziehungsweise Autos oder andere Dinge. Aber das habe ich alles nicht gesehen. Also ich habe nur Bäume gesehen und ich habe mich dann gewundert, also wo sind die Leute, wo laufen die Leute. Also dann, ich habe immer gemocht, in Kenia bunte Klamotten anzuziehen. Dann ich kam hier in Deutschland, es war Winter und jeder hat immer dunkle Sachen getragen. Und ich war der Einzige auf der Straße mit der lilane Hose. Also das war auch andere Kulturschock. So war mein erster Tag. Also verwirrt und irgendwie verloren und Heimweh auch gleichzeitig. Das Essen, was mir schockiert hat hier in Deutschland, war diese Handkäse mit Musik. Das ist das allererste Mal in meinem Leben, wo ich Essen probiert habe und es hat mich schockiert. Vor allem dieses Name Musik am Ende. Man denkt, das ist was Schönes, es sollte gut schmecken. Aber dann direkt danach hat man diese starke Zwiebelgeschmack im Mund und diese Käse. Also ich hatte was anderes erwartet und ich konnte einfach nicht runterschlucken. Und wenn ich jetzt vergleiche mit meiner Heimat, was so Kultur bzw. Alltag in meiner Heimat ist, in Kenia, wir sind viel mit Musik, also richtige Musik, viel tanzen. Also meine Kindheit wir waren immer nur am Tanzen, am Spielen und solche Sachen. Wir haben dann diese exotisches Essen von Kenia, also was man so typisch in Kenia isst. Das ist diese Ugali und das ist was immer so typisch für Kenia ist, wenn ich an Kenia denke. Jetzt ist wirklich eine andere Welt für mich. Ich kann sagen, dass ich bin teilweise eingedeutscht. Jetzt, wenn jemand zu mir sagt, ich rufe dich in 5 Minuten an und er ruft mich in 10 Minuten, bin ich immer, was ist los? Ich hasse, wenn jemand das sagt, wir wollen irgendjemanden integrieren, sondern Integration sollte so eine Art Akzeptanz sein. Es sollte von zweiseitig kommen. Also wenn ich zum Beispiel aus Kenia komme und ich hier in Deutschland lande, ich sollte automatisch wissen, dass es gibt hier in diesem Land Regeln, beziehungsweise es gibt Sachen, die irgendwie und vor langer Zeit immer so gelaufen ist. Und solche Sachen muss ich nicht brechen. Und andererseits muss ich meine Herkunftswurzeln nicht verlieren. Und wenn man so eine Harmonie zwischen diese beiden Dingen finden kann, dann genau das werde ich dann Integration nennen. Ich arbeite als Auslandstutor und ich habe versucht immer zu vermeiden, Ausländerstudierende zu sagen, sondern ich habe immer internationale Studierende genommen. Wenn wir sagen, dass wir international sind, dann ist Deutschland aus international nicht ausgeschlossen. Also die gehören auch zu international. Ich gucke, dass die auch mitmachen bei allen Veranstaltungen, die wir machen. International Studenten, gerade die zum Beispiel aus Ländern wie meine Heimat kommen. Und wir haben ja hier kostenlos Bildung bekommen. Da sollten wir sehr dankbar sein. Deutschland hat uns geholfen und wir sollten auch vor Deutschland auch auf eine andere Art und Weise dankbar sein, indem wir zum Beispiel hier arbeiten oder sowas. Ja. Ich habe nie jemanden getroffen, der direkt irgendetwas gegen meine Hautfarbe gesagt hat. Aber was ich immer so als Diskriminierung finde, ist immer zum Beispiel an der Uni, bei Gruppearbeit, da
kann man merken, dass die anderen manchmal denken, dass vielleicht du nicht drauf hast als den. Die verbinden das mit, dass ich aus Afrika komme. Und die Welteinstellung über Afrika ist halt, dass die Afrikaner haben nicht drauf. Aber am Ende bin ich, also ich helfe denen am meisten. Zurückzukehren oder hier zu bleiben, ist wirklich eine sehr schwere Entscheidung. Diese Entscheidung, ich denke, habe ich schon teilweise getroffen. Und ich werde nicht nur in meine Heimat zurückkehren, sondern ich werde allgemein in alle dritte Welt zurückgehen. Weil da gibt es dieses Potenzial, einen Fortschritt zu machen, also den auf einen neuen Standpunkt zu bringen. Unsere Uni, wir haben eine Partnerhochschule mit Namibia zum Beispiel. Und da waren wir mit der Uni, also da war ich neulich mit der Uni im März dort. Und da haben wir ein Austauschprogramm, beziehungsweise Austauschprojekte. Und die haben dort eine Solartaxi gebaut. Und ich will mich in solche Art von Tätigkeit engagieren und denen helfen mit allem Wissen, die ich hier dann bekomme. Stell dir vor, eine Welt mit Solartaxi, also wo wir keine Kraftstoff verbrauchen. In solche Sachen will ich viel investieren und das kann man nur in die Welt, also die dritte Welt machen. Taxi,